bin sehr stolz auf mich. Also ich muss ehrlich sagen, so richtig den Kopf frei kriegen tue ich nicht. Das kriegt man in Deutschland zu dem Preis eigentlich nicht. Das türkise Wasser, das ist schon irgendwie ein ganz besonderer Ort hier. Also ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Ich glaube, es ist irgendwie 14 Uhr und wir trinken schon unseren ersten Uso. Guten Morgen und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Ich bin das erste Mal in diesem Jahr baden gewesen und obwohl wir 17 Grad draußen haben, ist das Wasser schon verdammt kalt, aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich da reingegangen bin. Wir sind jetzt 5 Nächte hier geblieben und es war wirklich super, super schön, aber jetzt geht es für uns weiter. Wir werden nach Nafplio heute reinfahren, da sind wir ein bisschen dichter an der Werkstatt dann dran, wo wir dann am Dienstag hinfahren und da machen wir uns gleich auf. Wir lesen gerade eure Kommentare von dem letzten Video und ich habe da vielfach schon gelesen von euch, dass ihr sagt, ja, der Turbo, dass man den hört, das ist eigentlich auch normal und dass ich mir nicht so einen Kopf machen soll. Also ist es mir klar, dass ein Turbo auch gehört, also dass bei manchen Fahrzeugen das so ist, dass der Turbo hörbar ist. Aber in diesem Fall ist es halt anders. Es ist halt wirklich sehr, sehr laut. Es übertönt den Motor. Wenn man die Seitenscheibe runter macht, dann hört man ihn sehr, sehr, sehr deutlich. Also wirklich über das Maß hinaus, wie normalerweise sich ein Turbo anhören sollte, wenn er halt gesund ist. Und ich werde mal versuchen, das aufzunehmen, wenn wir unterwegs sind, dass man das mal hört. Definitiv ist da eine Undichtigkeit, die beseitigt werden muss und das werden wir halt in der nächsten Werkstatt machen. Wir sind jetzt hier, ich würde sagen 4 Tage schon, so ein bisschen verschwimmen die Tage so, also dass ich dann schon teilweise nicht mehr richtig weiß, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon an einem bestimmten Ort. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich komme so ein bisschen runter, ich entspanne ein bisschen, aber ja, also ich muss ehrlich sagen, so richtig den Kopf frei kriegen tue ich nicht, solange da noch irgendwie im Hinterkopf was pocht, da ist noch was zu tun, da ist noch was unerledigt und nicht ganz in Ordnung mit dem LKW, fällt mir das wirklich schwer. Also das ja, zieht auch ganz schön Kraft, muss ich sagen. Dennoch sind wir positiv gestimmt, weil es gibt ja eine Lösung dafür. Wir werden das Problem auf jeden Fall beseitigen. Es ist halt immer nur eine Frage der Zeit und ich glaube, das ist das, was mir so am meisten Probleme bereitet, halt die Geduld jetzt noch zu haben, noch mal irgendwie Tage zu warten. Wann sind denn Teile da? Wann hat denn die Werkstatt Zeit? Das auszuhalten, bis man das dann endlich erledigen kann, das ist für mich nicht so einfach. Im letzten Video hatte ich noch vergessen hinzuzufügen, dass zu den 350 € noch die 250 € für die Einspritzpumpe hinzukamen, plus die 750 € für den Turbo. Also insgesamt lagen wir so bei 1350. Eigentlich ein recht gutes Ergebnis. Gut, ich habe alles selber gemacht, von daher war es dann natürlich auch zu erwarten, dass es günstiger wird. Aber so eine Reparatur, halt Einspritzpumpe plus Turbo wechseln für den Preis, das ist schon ein guter Preis. Also vor allem die Einspritzpumpe für 250 € überholen zu lassen, das kriegt man in Deutschland zu dem Preis eigentlich nicht. Im Übrigen ist das auch die Werkstatt, wo wir hinfahren werden. Die haben für mich einen guten Eindruck gemacht, um das Problem dann, was wir da jetzt noch haben, zu lösen.
Mal probieren, ne? Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ordentlich Druck drauf. Wir sind jetzt angekommen in Nafplio. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, war jetzt nicht der schöne Teil von Nafplio. Wir werden euch noch was zeigen, denke ich. Mal gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall nach Nafplio zu fahren. Hier jetzt auf dem Platz am Pier, da kann man super stehen für 1-2 Nächte, um sich dann die Stadt anzugucken, mal ins Restaurant einzukehren. Ich denke, das sollte, wenn man hier in der Nähe ist, sollte man das einmal machen. Wir werden uns jetzt rein verziehen, haben noch ein bisschen was zu tun und melden uns dann morgen wieder. Nafplio macht so ein bisschen den Eindruck, als würde man hier irgendwie in einer kolonialen Stadt irgendwo in der Karibik flanieren. Durch die Palmen und so wie das hier aussieht, das Meer, das türkise Wasser, das ist schon irgendwie ein ganz besonderer Ort hier. Wir werden gerade auf ein Uso eingeladen. Ei, mit Eis. Gibt's ja gar nicht. Δεν ξέρω να μιλήσουμε, αλλά δεν πειράζει, το βρίσκουμε στο ποτό. Das heißt auf Griechisch nochmal Prost. Yamas. Ja. Λίγο, λίγο. Gεια σας. Yamas. Ναύπλιο, ναύπλιο εδώ. Ούζο, ναύπλιο. Έχω ανάγκη να πιάσω γεμάτα. Πόσο πιο γεμάτα? Τσίπουρος, εμείς ούζο. Τσίπουρο. Τσίπουρο. Όπως ούζο, τσίπουρο. Τσίπουρο, ούζο. Μοίρα εσύ που ξέρετε. How are you? Εγώ συνεννοούμαι με Δημήτρης, Βασίλης, nice to meet you. Nice to meet you. Ούζο. Ούζο. Νίκολας. Τσίπουρο. Νικόλας. Νίκολας. Τσίπουρο, του βάλες. Yvonne. 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 Nice to meet you. Where are you from? From Germany. Ah, Germany. Nice. Also ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Ich glaube, es ist irgendwie 14 Uhr und wir trinken schon unseren ersten Uso. Wir werden jetzt erstmal in die Stadt rein, weil jetzt haben wir richtig Hunger gekriegt. Und wir haben heute 20 Grad. Es ist wirklich super, super schön hier in Nafplio. Man empfindet das wirklich, wir haben Anfang März und es ist wie purer Sommer. Es ist so toll. Es riecht auch schon richtig blumig hier. Also ich kann nur jedem empfehlen, im Frühjahr lohnt sich Nafplio auf jeden Fall schon mal. Und die Freundlichkeit der Griechen sucht seinesgleichen. Ne? So. Also wir sind hier völlig unverhofft lang gegangen. Hier ist eine Baustelle, hier wird ein Restaurant gebaut und wir wurden halt gerade eingeladen von den Bauarbeitern halt ein bisschen Uso mitzutrinken. Genau. Und Nikos Becher ist randvoll. Ich glaube, wir haben 0,2 Becher Uso bekommen.
Ja, super, super liebe Menschen hier. Das ist echt tolle Gastfreundschaft, die wir bisher hier erlebt haben in Griechenland. Aber jetzt gehen wir erstmal was essen, ich habe so einen Hunger. Und wir gehen uns nochmal bedanken. Ja, das machen wir auch. Was es in Deutschland niemals geben. Baustellen, wo man so durchwandern kann, ohne Absperrung, also da würde niemand einen durchlassen. Also ich finde es okay, weil jeder ist ja selbstverantwortlich für das, was er tut, und ich finde es spannend. Ich finde es gut. Das ist irgendwie so einfach lockerer, einfach nicht so ja, streng reguliert halt, ne? Hier in Nafplio in der Altstadt gibt es wirklich richtig viele Restaurants und wir haben schon einige getestet, aber viele sind dann auch nur eine Touristenfalle und teuer und halt nicht super lecker. Hier gehen wir jetzt zum zweiten Mal hin, weil uns hat das Essen das erste Mal richtig gefallen. Wir werden euch mal gleich mal zeigen, was wir Leckeres auf dem Teller bekommen. Natürlich verlockt das, wenn man in Griechenland ist, dass man dann erstmal Souvlaki oder Gyros probiert, und das haben wir natürlich auch gemacht. Aber wir empfehlen euch wirklich mal in Restaurants zu gehen, die das gerade nämlich nicht anbieten. Da wird man doch sehr positiv überrascht. Also dieses Restaurant zum Beispiel, wo wir hier gerade drinnen sitzen, da gibt es keinen Souvlaki und auch keinen Gyros. Den Fleischspieß, den wir jetzt bekommen haben, nennt sich zwar auch Souvlaki, ist aber ganz anders, als wie man das kennt. Von daher probiert das mal aus. Hier in Nafplio lohnt sich auf jeden Tag mal ein Tag Shopping, weil hier gibt es nicht nur diesen typischen Touri-Kram, den man hier kaufen kann an jeder Ecke, sondern auch noch richtiges Handwerk. Zum Beispiel wird hier sehr viel Gold und Silber verarbeitet und auch Schuhe. Und es gibt hier auch richtig schicke Boutiquen, durch die es sich echt mal lohnt, durchzuschlendern. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Die Frage ist natürlich noch offen, wie es jetzt bei uns weitergeht. Wir haben die Ersatzteile bestellt, sind auf dem Weg. Einiges dauert leider ein bisschen länger, als wir erhofft hatten. Gerade der Schwingungsdämpfer, ich glaube, von dem habe ich noch gar nicht so viel erzählt. Aber der ist uns zwischendurch mal, sagen wir mal, zerbröselt auf der Fahrt. Den hatte ich dann in einer Notreparatur abgebaut. Das ging dann auch erstmal so, aber der Schwingungsdämpfer, der dauert am längsten, der kommt aus Estland. Den möchte ich ganz gerne vorher einbauen, um auszuschließen, dass wir das Problem damit eigentlich eher noch verstärkt haben oder ob es dann auch ganz verschwindet, wenn wir den einbauen. Der Turbo, das Geräusch, dem werden wir weiter nachgehen. Das werdet ihr auch im nächsten Video sehen dann, denke ich. Wir haben ja noch aus Deutschland Dichtungen bestellt, die wir dann für den Fall, also einen ganzen Motordichtsatz sozusagen, damit wir für den Fall, dass wir an die Stirnräder, also an die Zahnräder vorne
ich weiß gar nicht, wie die heißen, Stirnräder ist glaube ich nicht der richtige Begriff, aber das sind halt die Zahnräder, die beim LKW das Pendant zum Zahnriemen beim PKW sind. Und falls wir daran müssen, habe ich dann jetzt dafür den Dichtungssatz mitbestellt und der müsste dann auch nächste Woche kommen, denke ich. Und den alten Turbo, den haben wir uns aus Athen auch zurückschicken lassen, weil wir dem neuen Turbo noch nicht so ganz vertrauen. Der kommt jetzt auch so die Tage demnächst an. Ja, und in der Zeit, wo wir jetzt warten, werden wir natürlich weiterhin Griechenland bereisen. Wie zum Glück sind wir halt fahrfähig. Es war alles irgendwie mit einem komischen Beigeschmack mit den Geräuschen, aber wir wollen jetzt nicht hier auf einer Stelle stehen bleiben und jetzt irgendwie noch 1-2 Wochen warten, sondern wir werden weiter in den Süden fahren. Auf den Daumen befinden wir uns gerade. Also, wie war das noch? So, also wenn das die Peloponnes sind, wir befinden uns gerade hier, dem Daumen, genau. Da oben in der Ecke. Und wir werden wahrscheinlich dann hier den Daumen einmal lang fahren. Ja. Wenn wir dann soweit sind, dass alles repariert ist, dann werden wir auch den Rest nochmal bereisen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch was in die Kommentare. Vor allen Dingen abonniert unseren Kanal, das ist ganz wichtig, das hilft uns super weiter. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet im nächsten Video.